Moin Leute, mein Name ist Robert, das ist Martin und das ist Tim. Wenn du wissen willst, wie wir aus einem verwahrlosten Kleingarten eine Wohlfühloase gemacht haben, dann bleib dran. Wir sind hier in unserem Kleingarten in Berlin-Pankow. Den haben wir vor 5 Monaten übernommen. Er war völlig verwuchert und seht mal, was jetzt daraus geworden ist. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Es gibt einen neuen Plan. Es gibt überhaupt einen Plan. Das ist neu. Jungs, könnt ihr ganz kurz erzählen, um was es gerade geht? Was plant ihr? Wir planen gerade den Prinzessinnenhochsitz. Das Palais. Das Palais, Martin sagt immer schnöde Pergola. Pergola ist so ein schönes Wort. Pergola hört sich an wie irgendwas, was rankt und was man töten muss. Tante Pergola. So irgendwie aus Mittelerde. Oh, töte die Pergola. Nicht Pergola ist super schön. Nee, deswegen Prinzessinnenpalais. Ein bisschen angelehnt an Sanssouci. Wer es kennt, wir haben hier die ähnlichen Maße und werden da was Schönes machen. Auch so auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Terrassen. Genau. Wir müssen halt die Nachbarn noch informieren, dass wir die Gärten mit einbeziehen und umgraben werden. Vor allem müssen wir einige Bauanträge stellen, würde ich mal sagen. Ne? Das machen wir nachher. Erstmal Fakten schaffen, das ist wichtig. Ja, Hochbeet hier hinten. Wie gehabt, tut sie auch einiges. Da haben wir ja hier so einen Pflücksalat drin gehabt. Der ist jetzt raus und ersetzt worden vollständig durch... Ab Juli konnten wir dann reichlich ernten und dementsprechend auch wieder nachsehen und nachpflanzen im Hochbeet. In diesem zweiten Teil unseres Jahresrückblicks seht ihr übrigens die Monate Juli bis Dezember. Den ersten Teil haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt und da gibt es auch eine Playlist zu allen Videos aus unserer Kleingartenserie. Das ist oben. Ach, echt? Weil du eine kürzere hast und ich habe eine längere. Ja, weil du eine lange hast. Gib her. Mach das jetzt Sag richtig. klar, dass du das falsch machst, ne? Wundert mich Das auch war nicht. teuer genug. Und du machst hier wieder so ein... Kann ich schon wieder ausrasten. Gut gemacht. K ist die kurze. K wie kurze. K wie kurz. Nein, Was nein? andersrum. Warum? Du kannst es doch drehen. Ja, Noch aber ist es egal. Nein, die Mutter kommt nach außen. Wir sind hier innen. Wo ist denn innen? Hier. Ah, ja, okay, stimmt. Ey. Gut machst du das, Robert. Wirklich. Man muss auch loben. Willst du? Jetzt weiß ich ja schon, wie es geht, ohne das zu sehen. Ja, ist ja klar. Ja. Stress mich nicht. Was denkst du denn? Kriegst du halt eh nicht hin, ne? Vielleicht hilfst du mir einfach mal, du Idiot. Guckt's euch an. Immer wieder zu sehen in unseren Folgen. Ohne Teamwork geht nichts. Geile Öhrchen. Ja? Stehen die so ab? Ja, Cool. total. Es wird behauptet, ich würde hässliche Blumen aussuchen. Die ist einfach nicht schön. Die ist wunderschön. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Ist wunderschön. Nicht schön. Für die Gestaltung unseres neuen Staudenbeetes brauchten wir neue Blumen. Aber wollen wir nicht lieber... 30 cm. Die sind sich halt alle so ähnlich. Wollen wir nicht einfach eine von denen zum Beispiel noch dahin machen? Und wenn 3 kreative Köpfe zusammenarbeiten, dann ist es nicht immer einfach, auf einen Nenner zu kommen. Aber so steht im Moment ist da kein Schatten. Lieber da vorne. So. Like the moon needs the sun.
die rastet aus. Was machst du da? Was machst du denn jetzt? Was machst du da? Was hast du da? Ein Apfel. Das ist leider gerade spannender, als das, was ihr da macht. Und jetzt sind wir hier, wir haben die Kletterrosen für den sogenannten Rosenbogen, der nachts auch beleuchtet ist, mit Solarbeleuchtung. Haben wir jetzt die Rosen eingepflanzt, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Ja. Ihr seht es hier, da haben wir neben der alten Erde, die schon drin war, auch noch richtig schöne Blumenerde reingemacht. Das ist Premium-Blumenerde und da drauf seht ihr jetzt kleine Mikrokleesamen. Und ich dusche das jetzt mal, hätte ich fast gesagt. Also ich gieße das nochmal richtig schön. Und das ist nicht nur Regenwasser, nicht nur Wasser aus dem IBC-Tank. Nein, das ist auch versetzt mit aktiven Mikroorganismen, die wir ja selbst bei uns mit Hilfe unseres Bokashi-Düngers herstellen. Und wie bereits im ersten Teil versprochen, könnt ihr in diesem Video ein solches Bokashi-Eimer-Set gewinnen. Dazu aber später mehr. Ja, und auch ab Juli kam uns dann Marvin wieder regelmäßig in unserem Kleingarten besuchen und hat uns so viele Tipps und Pflanzen gegeben. Geil. Wächst das in Deutschland? Es gibt winterharte Maracujas. Eine andere Pflanze. Aber wann erntet man die denn? Weil Die brauchen auf jeden Fall noch. Also normalerweise, anders als bei Physalis, platzen die ja so richtig auf und die Frucht geht dann eigentlich, also wenn der Schirm hier vertrocknet ist und die Frucht richtig prall ist, dann kann man die ernten. das hat super gut funktioniert, nämlich das Nebenöl. Wir hatten hier an den Bohnen hatten wir Millionen Plattläuse und die waren auch echt, danke, die waren auch echt richtig hartnäckig, aber das hat richtig gut funktioniert. Wir haben die, glaube ich, so 1 oder 2 Mal besprüht und hier ist eigentlich nichts mehr zu sehen. Also was mein Friseur sagt, was bei ihm hilft gegen Blattläuse, also ist Rohmilch oder also Frischmilch. Also entweder Rohmilch oder Buttermilch. Was ja nicht vegan ist und deswegen bei uns nicht in Frage kommt. Deswegen, keine Ahnung, probiert's mit Soja aus. Rohe Sojamilch. Ja, cool. Naja, gut. Und auch im Juli wurden wir wettertechnisch ganz schön gefordert. So, und wir sind heute noch mal an unserem großen Hochbeet beschäftigt, denn hier sieht es ja in Teilen aus wie Kraut und Rüben, aber andere Teile sind hier auch gerade schon gelichtet worden, denn Martin hat hier den Fenchel rausgenommen. Ach, du hast da auch noch einen. Der sieht ja, ja irgendwie nicht so aus, wie Fenchel eigentlich aussieht, nicht so oder? schön aus, ja. Die sind leider komplett einfach nur in die Höhe geschossen. Also sind riesige Fenchelpalmen geworden. Aber leider keine tolle Knolle, wie wir die eigentlich haben wollten. Also diese schönen weißen Knollen haben wir halt gar nicht. Und es liegt, glaube ich, daran, dass wir die einfach zu einer Zeit gepflanzt haben, also als kleine Pflänzchen gesetzt haben, als es halt super warm war. Also es war so, glaube ich, im Mitte Juni, wo es einfach so ultra heiß war. Und die Dinger sind einfach komplett in die Höhe geschossen. Das gleiche gilt auch für die Radieschen. Und deswegen machen wir die jetzt erstmal hier alle raus, weil da kommt einfach nichts mehr. Also die sind einfach nur noch, ja, so eine Palmen quasi und die machen wir jetzt raus und dann wird nochmal nachgesät, weil bestimmte Sachen kann man halt jetzt besser nachsehen. Wenn es kälter ist, dann sollten die eigentlich nicht mehr in die Höhe schießen. Was einige nämlich gar nicht wissen, die Radieschensamen bzw. diese kleinen Schoten, die hier oben ausbilden, die sind super lecker, die sind super würzig, die kann man entweder direkt so essen, die schmecken tatsächlich wie Radieschen, oder man haut die sich einfach mit in den Salat. Die sind richtig gut. Die sind auch recht scharf, ne? Die sind auch recht scharf, wie ja. die Radieschen halt, ja. Ja. Und jetzt habe ich hier angefangen, ein paar Sachen wieder nachzusehen, was so Herbst-Wintergemüse ist. Zum Beispiel Rettich und Rosenkohl und Lauch. Sehen wir natürlich nicht jetzt, aber Sehen wir jetzt noch nicht, aber bald hoffentlich. Und damit die Schnecken uns das nicht gleich wieder wegfressen, haben wir da dieses Lavendelöl getränkte Lavasteinzeug, Granulat gleich wieder drauf gemacht. Ein Bewässerungssystem soll helfen, gleichmäßig zu bewässern. so kleine Öffnungen dran, wo das Wasser dann raustropfen kann. Dann gibt es einen Druckminderer. Also da schließt man hier hinten den Schlauch direkt an und vorne kommt dann der kleine Schlauch rein. Weil einige von euch behauptet haben, dass Robert immer
nur filmen und nicht arbeiten würde, habe ich jetzt mal die Kamera übernommen und werde euch beweisen, dass er nämlich doch ganz schön viel am Arbeiten ist. Robert, was machst du da? Ich filme nicht. Ja, sondern ich ernte Bohnen. Ja? Und die Leute haben nicht behauptet, dass ich nur filmen würde, sondern es wurde einfach nur behauptet, dass man nur dich arbeiten sieht. Ja? Was ja auch meistens so ist. Und mein Argument ist, dass man mich nicht arbeiten sieht, weil mich niemand dabei filmt, abgesehen von jetzt. Ja, was habt ihr denn für Ideen für die Buschbohnen? Was macht ihr damit? Wie kann man die noch zubereiten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Danke, Robert, für deinen Einsatz. Fleißig ist er, der Robert. Aber weil eine meiner Lieblingsbeschäftigungen hier im Garten tatsächlich das Ernten ist, werde ich ihm jetzt einfach mal zur Hand gehen und bei der Bohnenernte helfen. Hier sind eine ganze Menge Tomaten drin. Ja, wir hatten da ja einige Pflanzen gekauft und wir haben auch schon einige geerntet. Super lecker. Also wirklich Tomaten. Ich bin sonst kein Rohtomaten-Fan, aber wenn es die eigenen sind, ist das was ganz anderes. Die Tomaten hier, ja, da haben wir so ein paar, die sich nicht so gut machen. Die Pflanzgefäße sind einfach viel zu klein, höchstwahrscheinlich. Dementsprechend werden wir das nächstes Jahr anders machen. Hier hat Martin noch ein paar Aussaaten. Was ich hier auf jeden Fall erkenne, ist Lupine. Kräuterbeete sind halt wirklich so buschig hier geworden. Sehr gut, da sind wir sehr stolz und wir werden demnächst auch anfangen, hier die ersten Kräuter auch im Dörrautomaten zu trocknen. Kürbis, da ist hier schon einer dran. Ein gut sichtbarer hier, sehr lecker. Hier die Süßkartoffeln entwickeln sich ganz gut. Auch hier zwischen noch Buschbohnen. Ja, weiterhin gut, entwickeln sich gut. Unsere Paprika hier teilweise noch dunkel, auch teilweise schon grün. Und dann sieht man hier diesen Brokkoli-Blumenkohl-Mix. Der ist echt geil groß schon geworden. In unserer neuen Outdoor-Küche. Und ich möchte jetzt aber ganz gerne noch mal zeigen. Und zwar, Martin, du hattest die Idee dazu, ne? Ja, und zwar ist das eigentlich ein alter Tisch bzw. ein Servierwagen von einem bekannten großen Einrichtungshaus, wo ich einfach in der Mitte quasi ein Loch rausgesägt habe mit der Stichsäge und dort ein Waschbecken quasi eingesetzt habe und ein Wasserhahn, eine Armatur dran gemacht habe. Die man schönes Teil, klar sollte euch sein, dass das Ding mobil ist und im Winter natürlich reingestellt werden muss. Das Ding ist echt groß. Mal gucken, wie ich das hier rauskriege und mit der Wurzel vor allem. Oh Gott. Boah, das ist ein Riesenteil. Oh Gott, Scheiße. Das ist wirklich ein ganz schön geiles Teil. Spaghetti-Kürbis, der hat 2 Früchte und die eine sieht schon richtig groß aus. Ich mache mal meine Hand daran, damit ihr sehen könnt, wie groß sie ist. Und da ist ein bisschen kleineres und kommt dann noch mehr. Unsere Freundin Silke hat uns den hilfreichen Tipp gegeben, dass man die Tomaten, wenn man die oben abschneidet, weil hier sieht man ja, dass die bei uns einfach so gigantisch groß geworden sind, dass die schon oben aus dem Haus rauswachsen, dass man die quasi einfach oben abschneiden kann und dann in ein Glas oder eine Tasse mit Wasser stellt für so 7 bis 10 Tage und dass sie dann einfach nochmal austreiben würden, was halt den Effekt hat, dass man erstens die Pflanze ein bisschen reduziert, weil die dann mehr Kraft in die Tomaten stecken kann und zweitens, dass dann die neuen Pflanzen, wenn die wieder austreiben, nochmal Tomaten tragen, wenn die andere schon durch ist. Und siehe da, das ist das Ergebnis nach ungefähr einer guten Woche. Also die bilden viele kleine Wurzeln und man sieht auch, dass da oben tatsächlich schon eine ganz kleine neue Babytomate dran ist. Vielen Dank für den Tipp, Silke. Die Auberginen kommen jetzt hier noch Turkish Orange, 3 Stück. Die hier ist schon ganz hübsch. Und da kommt noch eine neue Little Green Aubergine ebenfalls. Und so ein komisches Gras. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht sein. Ich glaube, das ist... Oder? Das riecht irgendwie. Martin? Was ist das für ein Gras hier drin? Oh, das ist Zitronengras? Ja. Er sagt, es ist Zitronengras. Ist das von Marvin? Kann sein. Dann ist es das ostindische Zitronengras wahrscheinlich, ne? Was er da auch in seinem Gewächshaus hatte. Hä? Okay, ist ostindisches Zitronengras. Piekt ganz schön. Zucchini. Da kommen hier auch noch einige kleinere
Die können noch mal 1, 2 Tage. Zum Glück haben wir mittlerweile einen Rosenbogen, ein Tor, wo ich durchgehen kann, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht in den Videos. Also der Mangold, der hat vielleicht ein bisschen gebraucht, aber der ist jetzt toll. Und ich bin auch wirklich, wirklich froh, dass man mit diesem Mangold auch einfach mal Menschen glücklich machen kann. Wirf ihn einfach. Bitte sehr. Menschen, die in ihrem Leben noch nie einen Mangold gegessen haben. Ja, Femke, du bist gemeint. Seitdem wir unseren Schneckenschutz haben, also dieses Kupferband, wo man natürlich immer aufpassen muss, weil die hier sonst rüberklettern können und so, das funktioniert ganz gut. Also wir können das Kupferband gegen die Schneckeninvasion auf jeden Fall empfehlen. Und zwar habe ich die Hecke geschnitten. Ich habe das so grobe erledigt. Und dann kam Martin und sagte, oh, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Dann mach doch mal. Ja, und das ist dabei rausgekommen. Also, ich denke, man kann es schon erkennen. Ja, es sind Herzen geworden. Herzlich willkommen im Schau- und Klimagarten. Hat ein bisschen was von Jurassic Park. Jetzt müsst ihr so ein Tor auf. Aber wir waren im Sommer nicht nur in unserem Kleingarten, wir haben euch auch interessante Projekte an anderen Orten gezeigt. Und unter anderem war heute auch die Ernte der Kartoffeln dran. Und damit meinen wir natürlich nicht die Ernte der Kartoffel, sondern die Ernte der Kartoffeln. Martin hat hier ungefähr 3 Kilogramm Kartoffel aus der Erde geholt. Es wurde Zeit. Er hat das gemacht in liebevoller Kleinarbeit. Ja, und wir haben aber festgestellt, dass das dafür, dass wir relativ viele Kartoffelpflanzen hatten, relativ wenig Ertrag ist. Und unsere Idee ist halt einfach, dass wir nächstes Jahr die in so Growbags machen. Das soll gut funktionieren. So, riecht jetzt erstmal so. Zeig mal, einmal vor die Kamera. Kann auch so gegen das Licht gucken, ob ein Alien drin ist oder so. Das scheint aber nicht der Fall. Schön kauen. Oh. Hossa. Du magst Also, scharf, oder? Ich mag scharf. Tatsächlich hat die gar nicht so viel Geschmack, sondern einfach nur Schärfe. Bums. Möchte noch jemand? Nein, danke. Und die kleine Sonne eigentlich nicht so sehr. Aber gut. Die ist ganz gut. Wie geht's dir? Gut geht's mir, danke. Das ist schön. Wollen wir mal gucken, wo die anderen sind? Oh, das war eine eindeutige Reaktion. Wir gucken trotzdem, Leute. Komm. Hier seht ihr jetzt das Beet, das ehemalige Erdbeerbeet, das wir verkleinert haben und wir noch nicht genau wissen, was wir daraus machen. Da ist jetzt nochmal ordentlich was dazugekommen. Eventuell erweitern wir den schönen Teich hier, aber mal sehen. So, ich gehe mal weiter, um zu gucken, wo die anderen sind. Gehe dazu an unserem schönen Wespennest vorbei. So, und da steht ein Robert. Ach, Tim. Mitten im Mist, Robert. Mitten im Mist, ja. Ich bin. Wie wir dich kennen. Bis zum Hals in der Arbeit. Was machst du da? Warum stehst du hier? Ich bin gerade mit unserem alten Misthaufen beschäftigt, also der jetzt schon Mit deinem alten Misthaufen. ein bisschen länger voll ist und will den jetzt mal umschichten. Man macht das wohl regelmäßig für eine bessere Belüftung, damit überall Sauerstoff rankommt. Und ich habe jetzt schon mehrfach mir dazu Videos angeguckt und habe auch schon mal einen Gartenprofi, der das Video erstellt hat, auch gefragt, wie oft man den dann umschichten muss. Und dann kam nur die Antwort, das muss man nicht so oft machen. Ja, ach, das ist ja präzise. Hat mir sehr gut geholfen. Also habe ich jetzt gedacht, nach 5 Monaten wird er das erste Mal. Nach 5 Monaten ist auch nicht so häufig. Ist auch nicht so häufig. So Leute, ich habe euch hier den Robert gezeigt. Bei seiner, ja man kann sagen, Mistarbeit. Mal gucken, wie weit er da kommt. Und da hinten ist ja schon auch wieder der
Martin am Umpflügen. Er pflügt das Beet, das wir gestern hier freigelegt haben, verkleinert haben. Und das macht der Martin ganz schön und deswegen winkt der Martin jetzt einmal ganz glücklich in die Kamera. Fein gemacht, Martin. So, und jetzt geht's weiter. Super. Man muss zwischendurch immer loben, damit die Arbeit auch leicht von der Hand geht. Schaut euch mal unsere Zucchinis an. Immer wieder haben wir von euch Tipps gegen Krankheiten und Schädlinge erhalten, die wir dann in den Videos weitergegeben haben. Zucchini so, sondern das ist auch bei dem Kürbis, der dort steht, so. Denn wir haben hier Mehltau. Und das behandelt man unter anderem zum Beispiel mit einer Backpulvermischung. Also Wasser, Backpulver und ein bisschen Öl. Tomatillo-Test. Nach was schmeckt das? Weiß nicht. Ja, Physalis. Das ist lecker, oder? Wir feiern hier im natürlich kleinen Maßstab. Hier wurde wunderschön geschmückt. La! Ja, dann hier der Mangold auch schön wieder. Was ist das hier? Rote Beete. Ja, die sind ein bisschen traurig, ne? Ja. Und dann hier unsere Sorgenkinder, diese ganzen... Der Sellerie ist euer Sorgenkind. Naja, was ist das? Warum? Was ist denn damit? Das ist doch kein... Was ist denn das? Ist das Stangensellerie oder? Ich habe jetzt gedacht, dass es Staudensellerie ist. Also ich glaube, das ist Staudensellerie. Jetzt, wo ich das so sehe. Aber wir hatten zwischenzeitlich, glaube ich, einfach gedacht, es wäre... Es könnte auch Knollensellerie sein, aber dann hättet ihr ihn sehr tief eingepflanzt. Die Möhren sehen für mich relativ dicht gesät aus. Hatten auch schon YouTube-AbonnentInnen gesagt, dass sie das Gefühl haben. Ja. Gut, dann ist das ja diesmal, was ich sage, sogar richtig. Der ist auch von dir, der Kürbis, glaube ich. Der Kürbis, genau. Das ist der Delicious Green. Ja, stimmt. Das habe ich auch jedes Mal gesagt. Wollt ihr den Kürbis lagerfähig machen oder wollt ihr, also was habt ihr damit vor? Weiß ich nicht. Also ich habe den letztes Jahr fermentiert. Ja. Fand ich sehr, sehr lecker. Dann siehst du hier, dass unser Blumenkohl hier doch noch kommt wieder. Ja. Kleinen Kopf. Und der wird auch noch wachsen, oder was meinst du? Der wird noch wachsen, ja. Brokkoli ist bei euch ja Wahnsinn. Findest du gut? Ja. Also ich meine, der hier blüht schon, aber... Ja, und die muss man auch dann mal langsam wegnehmen, oder? Ich glaube schon. Also ich würde wahrscheinlich die größeren einfach schon mal ernten und dann, dass die kleineren ein bisschen mehr Licht bekommen. Cool, das haben wir wirklich gesagt, dass wir dieses Beet, da wollen wir gerne nächsten Jahr das Kürbisbeet hinmachen. Also irgendwie so mit so einem Kürbis, genau. Also im nächsten Jahr ähnlich wie bei dir, egal ob mit Bambus oder irgendwie im anderen. Ich habe ein Patent drauf, ne? Das kostet dann. Damit du dir das tolle Kürbisbeet von Marvin oder auch sein Gewächshaus mal in Ruhe anschauen kannst, haben wir dir hier eine Playlist mit den Videos aus Marvins Kleingarten verlinkt. Steht nichts dran. Das ist so eine Zebratomate oder so vielleicht, ne? Also die hat hier zumindest dieses Farbspiel hier oben. Unser Sommerfest wurde letztendlich eine scharfe Angelegenheit. Also als erstes, Robert und Martin sollen auch die Chilis probieren, um Tim zu zeigen, dass sie auch echte Männer sind. Wir sollen das probieren? Ja. Oh, aber was ist, wenn ich jetzt reagiere allergisch darauf? Dann gebe ich dir eine Tomate. Ja, mehr. Robert, los. Ach, ich habe so viel Angst. Oh, das ist so viel weh. Robert, Schon die ganze. Da kann ich auf gar keinen Fall aufessen. ich fand die schlimmer, die Robert hat. Dann isst das bitte. Aber ich habe bei der auch nichts mehr gespürt. Das kann Nee, das ist nicht auszuhalten. Können wir probieren? ich nicht. Ah, ich kann nicht Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Okay. Dann nimm die von Martin. Also mir reicht's, danke. Möchtest du noch jemand den Rest essen? Nee, danke. Robert. Das geht gar nicht. Tim, du bist doch hier Profi. Ich habe das schon hinter mir. Interessiert mich schon, ob die wirklich schärfer Ja, komm, ist mach jetzt. mal. Also ich bin Los, vielleicht willst du aber die mal einfach probieren auf gar keinen Fall. Ich muss mich um den Grill kümmern, tut mir leid. Wie er dran knabbert, wie so ein kleines Häschen. Ja, komm, ein bisschen mehr. Dieser konzentrierte Blick. Na komm, los jetzt. Ein bisschen und dann ist gut. Naja, das reicht. Geschmacklich geil, zu scharf. Also ja. Nee, geht nicht. Ich finde es geht eigentlich. Was dann isst mal.
Ja, guten Hunger. Ja, vielen Dank dafür. Ich brauche jetzt was. Meine Zucchini. Tomaten. Wir möchten, dass unser Kanal weiterhin wächst und deshalb würden wir uns freuen, wenn du heute unter dieses Video einen Kommentar schreiben würdest. Und neben einem solchen Kommentar freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben. Und ja, ich bin natürlich nicht alleine im Kleingarten. Mit mir ist Tim heute auch da und der ist fleißig am Arbeiten. Tag! Ja, wir setzen ja das Wildbeet um und ich versuche das jetzt hier so ein bisschen zu modellieren und das Erdreich festzutreten, was mir selbstverständlich etwas schwer fällt, weil ich sehr petit bin. Und dann startete unser wohl größtes Projekt im Sommer. Wir haben unseren Teich vergrößert. Wird die Hilfe beim Frühjahr ausrichten. Wir haben das Vlies, das mittelstarke Vlies ausgelegt, haben versucht, so gut es geht, das faltenlos hinzukriegen. Und so sah dann faltenlos bei der Folie aus. Ja, Tim stellt gerade schon fest, es ist ein ganz schönes Gewimpel hier. Warum ist das so? Ja, weil wir heute ein kleines Fest machen. Jetzt hätte ich fast gesagt mal wieder. Nee, das letzte Mal waren ja wirklich nur 2, 3 Leute da. Und heute kommen vielleicht ein paar mehr. Wir sind hier noch ganz, ganz viel am Wuseln. Und zwar habe ich hier schon aufgebaut den neuen Hockerkocher, den wir gekauft haben. Und unseren tollen Wok. Ich stelle mal den Wok damit drauf. Beides halt gasbetrieben. Das wird heute leckeres Essen für unsere Gäste zaubern. Also natürlich nicht alleine, sondern das machen wir. Ansonsten ist Lotti auch fleißig dabei mitzuschmücken. Wir haben es jetzt auch geschafft. Bei Instagram habt ihr es vielleicht schon gesehen. Und deshalb lohnt es sich ja auch, uns auf Instagram zu folgen. Den Link haben wir dazu in die Videobeschreibung gepackt. Ja, was ihr hier seht, sind die Reste unserer kleinen, aber feinen Gartenparty, die wir gestern in unserem Kleingarten hier in Berlin-Pankow gemacht haben. Puh, ja, jetzt müssen wir hier nochmal aufräumen, die Bänke zusammenbauen und wieder an den Verein zurückgeben. Die haben uns nämlich ausgeborgt hier. Ganz toll, vielen Dank auch nochmal dafür. Und ja, wir haben hier eine kleine Gartenparty gehabt, wie gesagt. War sehr viel Spaß und jetzt geht's erstmal ans Aufräumen. Lotti hat mal wieder ihren neuen Lieblingsplatz aufgesucht. Das ist hier auf unserer tollen Brücke auf dem Steg. Hier gibt es was richtig Schönes noch. Und zwar ist das so eine große Anemone, die... Anemone, ne? Anemone. Nee, wir machen jetzt hier nicht Dori, sondern Anemone. Und zwar Gott, ihr wisst, was ich meine. Die sind so richtig cool. Aus diesen kleinen... vertrockneten Blüten kommen dann hier diese Puschels raus, die dann die Samen hier verbreiten. Ja, und langsam ist auch so ein bisschen Zeit, mal so ein Resümee zu ziehen, wie denn unsere Ernte in diesem Jahr eigentlich war. Ihr seht ja, hier steht noch einiges. An diesem schönen Sommertag haben wir es auch noch mal richtig genossen, müssen heute auch mal seit langem wieder gießen. Ja, in den letzten Tagen war es doch sehr verhältnismäßig kühl, sage ich jetzt mal. Und es hat nicht viel geregnet. Doch, es hat einiges geregnet. Aber es war trotzdem kühl.
Ah, die reifen Feuerbohnen sind das, oder was? Genau, das sind die wunderschönen reifen Feuerbohnen, die nicht aufgehen. Die nicht aufgehen, die innen so aussehen. Die wunderschön sind, echt? Die wunderschön sind. Ja. Und die ernten wir jetzt. Lotti-Steg. Wo ist denn Lotti? Lotti! Oh, komm mal schnell her. Oh, der Lotti-Steg. Wo ist der Lotti? Oh, nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Ja. Also macht seinem Namen alle Ehre. Lotti-Steg, das Schild hat Tim fertig gekriegt. Vielen Dank dafür, sagt Lotti. Pass auf, ich huste. Ja, genau. Und du Jedes Mal, wenn du hämmerst. hämmer ich. Okay. Pass auf. Das ist Im Takt bitte. Achso, warte, okay. Hast du 4-mal? Ich hatte 3-mal. Ja, wenn man am Sonntag Arbeiten machen will, dann muss man das gekonnt und geschickt verstecken. Und jetzt geht es um das versprochene Gewinnspiel. Ihr könnt jetzt ab sofort, wenn ihr gewinnt, euren eigenen Bokashi-Dünger herstellen. Und zwar gibt es bei uns unter diesem Video zu gewinnen ein Bokashi-Eimer-Set. Besteht aus dem Bokashi-Eimer, dann gibt es einen Glätter, es gibt einen Dosierungsbecher und es gibt 500 Gramm Starter-Einstreu, was ihr als allererstes benötigt, um hier euren Bokashi anzulegen. Wie wir unseren Bokashi anlegen, habe ich euch mal hier verlinkt. Das war erst vor kurzem in dem Video, habe ich euch das gezeigt. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann solltet ihr aus Österreich, der Schweiz oder Deutschland kommen und mindestens 14 Jahre alt sein. Wenn ihr diese Vorgaben erfüllt, dann schreibt doch gerne einen Kommentar unter dieses Video. Und in diesem Kommentar muss unbedingt Hashtag Bokashi, ich blende euch das mal ein, und ich schreibe die Teilnahmebedingungen auch nochmal unter das Video. Also schreibt einen Kommentar mit dem Hashtag Bokashi unter dieses Video bis zum 15. Januar und dann gibt es einen Zufallsgenerator, der den Gewinnerkommentar aussuchen wird und wir nehmen dann Kontakt mit euch auf. Ende Januar ist es dann soweit und ihr erhaltet euren Bokashi-Eimer zum Dünger zu Hause machen. So, jetzt sehen wir, dass Martin mit den Erdbeeren fertig ist. Der hat denen eine wirklich coole Verjüngungskur zukommen lassen. Etwas, was wir eigentlich ja auch schon länger mal mit Tim machen wollten. Mit Tim probiert haben. Aber das ist einer unserer beiden Spaghetti-Kürbispflanzen. Die zweite, also die zweite Pflanze, die stand direkt daneben, die wurde aber gleich am Anfang von den Schnecken aufgefressen. Die Pflanze ist eigentlich ganz gut geworden. Die war schön groß, schön kräftig und so weiter. Die hat ziemlich viel Mehltau auch gehabt, aber das hatten die hier alle. Kürbisse waren 2 Stück dran, die waren ungefähr so groß. Da hatten wir uns ein bisschen mehr davon erhofft. Und was da auch steht ist, die Kaki, die tot ist. Ja, die wurde halt einfach viel zu früh eingepflanzt. Das ist halt eine tropische Pflanze, die bei uns im April oder so gepflanzt wurde, als es noch super, super kalt war. Und noch bis Mai hinein gab es ja noch richtig viel Frost. Fröste, ja. Deswegen war das einfach nichts. Und die Süßkartoffelausbeute war gar nicht so schlecht. Das sind. Ja, meist muss nächstes Jahr irgendwie was anderes passieren. Ja, der ist gut und der ist gut. Da hinten ist gut und jetzt machen wir den raus, weil wir hier ein neues Hochbeet hinbauen wollen.
In der Abendsonne wird jetzt das. Ja. Wir brauchen einen Hammer. Die Tomatillos waren super. Da haben wir 2 Pflänzchen gehabt, die auch wirklich gut gewachsen sind, viel Früchte hatten. Wir hätten die so ein bisschen besser stützen müssen, weil die sind einfach so groß geworden, dass sie hier teilweise einfach abknicken. Die Pflanze ist dafür ganz gut geeignet. Die haben wir irgendwann schon mal geerntet. Also hier in der Mitte, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Schau mal. Haben wir quasi schon das erste Mal Brokkoli abgeschnitten. Und die ganze Pflanze treibt aber einfach an vielen Stellen wieder aus und bringt uns einfach ganz viele viele auch schon mal Brokkoli geerntet nochmal. Also worden, ne? die sind echt super. Kapuzinerkresse hier für dich zum Essen. Oder zum schöner machen noch. Schmeckt gut, ne? Schön Ist scharf. ziemlich scharf. Ja, also das hat mich dieses Jahr auch ein bisschen frustriert. Wir hatten hier in unserem Tomatenhaus, glaube ich, so 6 oder 7 Tomatenpflanzen. Die gingen auch anfänglich ganz gut. Dadurch, dass es so extrem nass war, ging es relativ schnell, dass dann die Braunfäule kamen und dann konnten wir eigentlich nichts mehr retten. Das Hochbeet hatten wir ein bisschen sehr voll gepflanzt, muss man als Resümee sagen. Und was halt gar nicht ging, was jetzt so allmählich ein bisschen kommt, ist halt Kohlrabi, aber der ist halt zum Fressen. Wir haben heute irgendwie den Rest geerntet, der noch zu ernten war. Also ein paar Tomatillos, die teilweise auch noch nicht 100%ig reif sind. Ein paar Rübchen, die habe ich aus Versehen rausgerissen heute. Paprika, da sind Auberginen auch noch drunter oder hier zu sehen. Weil ja, es sehr kalt geworden ist in den letzten Tagen und das entsprechend jetzt auch raus musste. Grünkohl, der richtig toll aussieht. Ich bin auch erstaunt, dass der überhaupt nicht großartig von Viechern angefressen wird. Und der Herbst ist Zeit des Laubes, was wir natürlich sinnvoll im Garten genutzt haben. Und hier ist die Ecke, die ich jetzt muggelig, schnuggelig für die Igel gestalten möchte. Und vor dem Winter wurde der Kompost noch einmal umgesetzt. Noch eine schöne Entdeckung hier bei uns im Garten. Die Rosen, die auch immer noch, wie man hier sieht, ganz schön stabil immer mal wieder eine Blüte sich öffnet. Also ganz schön und das ist nicht die einzige, bei der das funktioniert. Das ist bei der hier vorne auch so. Wir haben nämlich von meinen Eltern diese wunderschöne Blumenmischung bekommen. Nach kurzer, aber schwerer Krankheit ging es Lotti in der letzten Woche leider so schlecht, dass wir den letzten Weg mit ihr gehen mussten. Das kam also für uns auch nicht aus heiterem Himmel. Wir haben das gewusst, auch schon in den letzten Monaten die Zeit besonders genossen und Abschied von ihr genommen. Wir sind auch richtig froh bis glücklich, dass wir hier diese Möglichkeit hatten im kleinen Garten, im Garten, was dieser Hund einfach mal geliebt hat. Und dementsprechend war uns das irgendwie jetzt auch wichtig, das mit euch zu teilen und sind auch ganz schön angefasst davon, was das für eine Reaktion gab. Also ja, vielen Dank dafür. Aber es geht auch weiter und Lotti hätte das auch gewollt, dass wir entsprechend hier alle zusammen eine Menge Spaß haben und ihr wäre auch wichtig gewesen, dass so schnell kein neuer Hund kommt, weil sie doch ein Einzelkind zum Schluss war. Nein, Quatsch, aber wir haben jetzt für uns gesagt... Und auch wenn dieses Ende des Jahres 2021 für uns nicht einfach war,
So sind wir doch froh, dass unsere kleine Lotti nicht leiden musste, und in ihrem Andenken machen wir natürlich auch weiter in unserem Kleingarten. Hier auch drin den Knoblauch. Das ist der Knoblauch und ein Porree, der auch viel größer ist als die ebenerdigen. Und in diesem Pflanzsack hatten wir ja auch Auberginen drin, so Busch-Auberginen, die Femke uns vorgezogen hatte. Und die sind top gewesen. Also die sind wirklich auch viel besser gekommen als die Auberginen, die wir so im Feld stehen hatten. Also Pflanzsäcke nächstes Jahr deutlich mehr. Grünkohl, wie man sieht, schon fleißig beerntet. Und der hat jetzt hier auch Frost abbekommen. Man sagt ja immer, der Grünkohl soll Frost bekommen. Ansonsten ist dieses Beet schon in der Vorbereitung für das nächste Jahr. Hier haben wir nun mit Laub abgemulcht. Das Mulchmaterial genommen, was wir hier auch im Jahr drauf hatten. So Schilf, China-Gras. Und zusätzlich noch hier diese große Ecke, das ist Bokashi. Und ich freue mich sehr über eine Rose, die sich jetzt auch noch hier im Winter traut, hätte ich fast gesagt. Eine Knospe, da ist auch noch eine. Also, Mann, das sind die Mäuschen, die sich hier bedienen und im Winter sich einen schönen Unterschlupf gesucht haben. Wir haben so viel geschafft und so viel erlebt, das kann man irgendwie kaum in Worte fassen. Ohne all das Feedback würden wir mit deutlich weniger Wissen und auch deutlich weniger Ertrag in diesem Jahr dagestanden haben. Ein ganz großes Dankeschön dafür an euch. Wir sind euch da wirklich dankbar. Für mich möchte ich dann allen GärtnerInnen und vor allem den AnfängerInnen mit auf den Weg geben: Probiert einfach mal aus. Und das war's für dieses Jahr. Wir hoffen, wir sehen euch in alter Frische im nächsten Jahr wieder. Schreibt Kommentare in die Kommentare und wir melden uns dann gerne wieder bei euch. Eigentlich habe ich den Anfang verpasst. Nochmal nur kurz. Nochmal? Nur den Anfang oder alles? Alles gut. Aber ein bisschen mehr. Hey, es macht Spaß hier im Garten. Liebe Kleingartengemeinde, es macht Spaß hier im Garten und wir haben dieses Wochenende viel erlebt. Jetzt ist das Wochenende zu Ende. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben und schreibt Kommentare in die Kommentare. Wir melden uns bei euch. Ich freue mich auf nächste Woche und gehe jetzt nach Hause. Das war fast perfekt. Jetzt kommt der Hagel. Vielleicht könnte man es jetzt nochmal machen. Liebe Kleingartengemeinde, ein schönes Wochenende geht zu Ende und ich auch. Und schreibt was in die Kommentare und liked irgendwas und Abo und so. Und jetzt gehe ich nach Hause und genieße den Abend.